Noch 10 und die Hälfte ist geschafft. Eine Party ohne Ballons ist eben keine Party. Ich finde, eine Party ist keine Party ohne Musik. Stimmt's, Clover? Für mich ist eine Party keine Party ohne eine Jungsküss-Ecke. Wenigstens keine, zu der ich gehen würde. Tanzen, küssen, Ballons. Wie könnte eine Party noch cooler sein? Oh! Wenn du es kaputt machst, musst du es bezahlen, Kumpel. Aha, wenn das nicht die 3 Versagerinnen sind. Gerade rechtzeitig, um meine allerneueste Party-Überraschung zu sehen. Dein eigenes Rieseneis am Stiel? Ein bisschen klebrig. Eis am Stiel? Wohl kaum. Das ist die Hauptattraktion für meine Sei-Cool-Party am Samstagabend. Oh, versuch's lieber nicht. Das ist genau der Abend unserer Party. Wirklich? Naja, ich bin sicher, ihr 3 werdet euch gut amüsieren. Allein! Ich muss gehen. Wir bauen eine Eisbahn in den Pool. Eine coole Party. Wie kann man dagegen ankommen? Vielleicht mit einem Flammenwerfer. Wartet, ich hab's! Hallo, Ladies. Jetzt geht die Party richtig los, oder nicht? Wenn er anfängt zu tanzen, bin ich aber weg hier. In nur einer Woche haben wir Lastwagen, Gebäude und Geschäfte gesehen, die ohne jeden Grund zerstört wurden. Einfach nur mutwillige Zerstörung. Aber wer würde etwas mutwillig zerstören? Dann hat man ja danach gar nichts mehr davon. Offensichtlich ist hier jemand nicht mit dem nötigen Ernst bei der Sache. Doch kehren wir zum Thema zurück. Die sind ja so alt wie wir, außer dass sie wie ein paar Aussteiger aussehen. Das sind keine Schulabbrecher oder sowas. Ganz und gar nicht. Sport, Kunst, jeder von ihnen war in seinem Bereich extraklasse. Was? Bis sie außer Kontrolle gerieten. Aber warum? Zu viel Zucker? Brutale Ein Comics? schlechter Modegeschmack? Ich werde wirklich zum Tier, wenn ich aus Versehen Farben trage, die sich beißen. Alles wunderbare Vermutungen. Aber vielleicht könnte der X-Puder uns mit Informationen weiterhelfen. Mal sehen. Diese Datenbank wird die Informationen über die Teenies miteinander vernetzen. Seht nur, alle Jugendlichen waren während der letzten 2 Monate im Steigere Deine Leistung Camp. Na, dann ist das wohl eher ein Steigere Deine Durchgeknalltheit-Camp. Packen Sie Ihre Sachen, Mädels. Sie fahren in dieses Lager. Tut mir leid, Jerry, aber Lagerfeuer trocknen mein Haar aus. Außerdem habe ich keine Campingausrüstung. Das ist doch nicht so ein Lager. Es ist eine hervorragende Trainingseinrichtung. Und was die Ausrüstung angeht, überlassen wir das lieber Izovs. Es geht schon los, Ladies. Bitte versprechen Sie gut auf die Sachen aufzupassen. Anti-Schwerkraft-Gogo-Stiefel, ultrasensible Ohrringmikrofone und schließlich das hier. Ungezieferspray? Keiner hat was von Ungeziefer gesagt. Es sieht nur so aus. Die Dose stößt einen sofort wirkenden, hochkonzentrierten Nebel aus. Perfekt, wenn man schnell fliehen muss. Und es verströmt sogar einen wunderbar frischen Ananasduft. Genug Spaß für heute, Ladies. Kommen Sie, wir haben eine lange Fahrt bis zum Steigere Deine Leistung Camp vor uns. Was meinen Sie eigentlich mit wir, Jerry? Dieses Mal bringe ich Sie persönlich hin. Codename Daddy. Tarnvorrichtung aktiviert. Wir nähern uns. Also, wer von Ihnen singt zuerst? Ladies, hallo. Also, ist das hier peinlich oder was, Sam? Ja, du hast recht. Voll peinlich. Total. Kommen Sie, Ladies. Musik ist ein ausgezeichneter Ansporn. Oh, das ist es, Musik. Wie wär's, wenn wir eine Liveband bei unserer Party auftreten lassen? Vielleicht sogar Teensicle. Ich rufe sie sofort an. Fantastisch. Wartet ab, bis Mandy davon erfährt. Zu spät. Teensicle haben schon einen Auftritt bei Mandys Party. Wiedersehen, Kinder. Mom und Dad werden euch vermissen. Tut einfach so, als ob ihr ihn nicht kennt. Denk dran, Junge. Mama möchte, dass du als Gewinner zurückkommst. Sonst brauchst du gar nicht zu kommen. Ich hoffe, ihr seid nicht hier, um zu gewinnen, weil dieser Platz hier nämlich schon besetzt ist. Wir sind nur hier, um uns zu amüsieren. Ist ja auch egal. Viel Spaß beim Verlieren. Wow. Das sieht nach unserer Schlange aus. Kommt schon. Der Nächste. Ich hoffe, wir lösen den Fall bis Samstagabend. Der Nächste sagt eure Namen und eure Begabung. Ich bin Alex und ich bin eine ziemlich gute Skateboarderin. Nächster. Clover, absolute Spitzentänzerin.
Worte können nicht ausdrücken, wie gut ich bin. Nächster. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich heiße Sam und habe 6 goldene Schleifen am Akkordeon gewonnen. Weißt du, Sam, ich glaube, manche Leistungen sollte man besser für sich behalten. Willkommen, Neuankömmlinge. Ich bin Miss Paragon. Ich habe das Steigere deine Leistung Camp geschaffen, um talentierte Jugendliche wie euch durch intensiven Wettbewerb zu trainieren und herauszufordern. Wie kann eine so coole Umgebung Teenies zu Wahnsinnigen werden lassen? Vielleicht hilft uns eine schnelle Kontrolle weiter. Sie zeigt eine seltsam intensive Spektralenergie an. Und diejenigen, die in den von euch gewählten Bereichen gewinnen, werden von der erfolgreichen Fernsehshow Mein schönster Teenie-Traum hier gefilmt werden. Und zwar live schon morgen Abend. Oh, das darf nicht wahr sein. Das ist meine Lieblingsshow. Durfte ich dich daran erinnern, junge Lady, dass es hier bei uns um Leistung, nicht um Spaß geht? Mann, die sollte zu Mandys Party gehen. Da würde sie gut reinpassen. Eine Skateboarderin, ha? Wir haben hier unten ein schönes Sprichwort. Taten sprechen für sich selbst. Wenn du nicht lieber gehen möchtest. Jetzt kommt eine tolle Skateboard-Vorführung. Ha, nicht schlecht. Wer von euch kann's noch besser? Zieht euch das mal rein. Ein echter Clawhammer 900. Ich dachte, dieser Trick wäre bei einem Menschen gar nicht drin. Oh, was der drauf hat. Ausgezeichnet. Meldet euch heute Abend beim Bewertungszentrum. Richtig gut, toller Typ. Allerdings. Bewertungszentrum? Was ist denn das? Nichts, worüber du dir Gedanken machen brauchst, ist nur für Gewinner. Zurück zu eurem Training. Ihr habt alle nur einen Tag, um mich zu beeindrucken. Wir sollten ausschwärmen und fragen, ob jemand die Teenies kannte, die ausgerastet sind. Hey, nette Drehung. Kann ich dich mal was fragen? Hallo, ich rede gerade mit dir. Entschuldigung, kann ich, Hat denn diesen Typen keiner erzählt, dass man bei zu viel Arbeit lausige Wochenenden verbringt? Sieht so aus, als ob sie mehr Wert auf Talent als auf gute Manieren legen. Also irgendetwas stimmt hier jedenfalls nicht. Ich würde gern mal selbst das Bewertungszentrum auschecken. Und ich würde gern mehr von Andy sehen. Vielleicht sollten wir ihm heute Abend folgen. Tolle Idee. Wir warten auf ihn, wenn er nachher rauskommt. Hey! Ich wünschte, ich könnte hören, was da vor sich geht. Ja, deshalb tragen doch intelligente Spione als Accessoire das super empfindliche Ohrringmikrofon. Perfekt. Guter Wurf. Vergiss das Akkordeon. Ich glaube, wir haben gerade Sams wahres Talent entdeckt. Ich höre Miss Paragon. Und jetzt auch Andy. Was ist hier los? Krieg ich einen Pokal oder sowas? Du brauchst keinen weiteren Pokal. Wir werden jetzt herausfinden, wie viel ungeschliffenes Talent wirklich in dir steckt. Was immer es war, es hat den Ohrring verkohlt. Na toll, Izaus wird einen ganz schönen Aufstand machen. Ich mache mir eher Sorgen wegen der Typen mit den Taschenlampen. Ihr da! Wer seid ihr? Nicht bewegen! Oh, wir sind nur gerade dabei, etwas zu schlafwandeln. Ja, ehrlich gesagt sind wir so gut beim Schlafwandeln, dass wir sogar schlafrennen können. Ah! Was ist denn mit mir? Was mache ich denn jetzt? Wenn ich du wäre, würde ich mich einfach dranhängen. Das war knapp. Meinst du, sie haben sich unsere Gesichter gemerkt? Ich hoffe nicht. Jetzt können wir... Was war denn das eben? Sieht so wie eine Art Kraftfeld aus. Was für ein Camp braucht denn ein Kraftfeld? Ich habe das Gefühl, viele Sachen hier sind nicht ganz so, wie sie scheinen. Aha, eine kleine Unruhestifterin. Ich glaube, es wird Zeit, dass mal jemand dein Talent erkennt.
Ich konnte gestern Nacht überhaupt nicht schlafen. Irgendwie wusste ich, dass Andy was zugestoßen ist. Ich habe mein Ohrringmikrofon untersucht. Die Strahlung war extrem stark. Ich wette, das hängt mit dem merkwürdigen Licht zusammen, das wir gesehen haben. Guten Morgen allerseits, ich möchte euch etwas mitteilen. Ja, dass sie eine böse Hexe sind und dass wir wegen ihnen unsere eigene Party verpassen. Der Skateboardstar von gestern hielt dann doch nicht, was er versprach. Also ist jetzt nicht nur sein Platz wieder frei, sondern es gibt auch noch sein schönes Skateboard als Zugabe. Oh, fantastisch. Vielleicht sollte ich noch mal meine Übung durchgehen. Ich habe ja immer noch eine Chance. Max, denk dran, was mit Andy passiert ist. Ich werde mir mal das Bewertungszentrum etwas näher ansehen. Oh, Eindringling in Richtung BZ, haltet sie fest und... Der Clawhammer 900, das gibt's ja gar nicht. Andy war doch der Einzige, der diese Figuren schaffte. Jetzt nicht mehr. Hast du das gesehen, Sam? Sam! Sie wollte doch zu diesem Bewertungszentrum. Los, komm! Lassen Sie mich raus! Hey, ich warne Sie, ich habe ein Akkordeon und ich bin in der Lage, es zu benutzen! Hier, sei mein Gast. Wie es scheint, hast du alle möglichen überraschenden Talente, nicht wahr? Sie sind gemein und böse und ich spiele für Sie nicht eine einzige Note. Da habe ich Glück gehabt. Trotzdem schade, weil es doch deine allerletzte Vorstellung gewesen wäre. Und was jetzt? Wir müssen da irgendwie reinkommen. Sam könnte in Schwierigkeiten stecken. Es findet sich doch immer eine Möglichkeit. Hast du deine Anti-Schwerkraft-Gogo-Stiefel? Ja. Oh nein, Miss Paragon hat Sam in ihrer Gewalt. Und sie wird gleich Akkordeon spielen. Wir müssen sofort da rein, und zwar schnell. Das hat keinen Sinn. Halte durch, Sam! Halte durch! Sie verwandeln Jugendliche in Tiere ohne Verstand. Was haben Sie denn nur davon? Ganz einfach. Was ich davon habe, ist das, was ich aus ihnen raushole. Showtime! Bringt sie weg! Ich glaube, das hier lasse ich aus. Vielleicht sollte ich es jemand anders zumuten. Nein, noch nicht mal ich kann so gemein sein. Sieh nur, sie verstaut das Talent in diesen kleinen Würfeln. Sie bringen Sam weg. Hinterher! Beeil dich! Sam, geht's dir gut? Kannst du sprechen? Das Licht ist an, aber es ist keiner zu Hause. Hörst du das? Da drüben. Hallo? Clover, sieh nur hinter dir! Andy! Und so aggressiv zu Mädchen, wie unhöflich. Wir müssen schnell hier weg. Komm schon, Sam! Das hat keinen Sinn. Paragons Scheinwerfer hat sie ausgeschaltet wie all die anderen Typen. Die stürzen sich wie hungrige Moskitos auf uns. Ganz genau. Und wir haben doch etwas gegen Moskitos. Oder hast du das etwa schon vergessen? Wir können doch Sam nicht so lassen, wie sie ist. Man muss den Prozess wieder umkehren können. Miss Paragon ist die Einzige, die dir das sagen kann. Ich will zerstören. Keine Angst, dazu kommst du bald. Ich habe langsam echt genug von Kraftfeldern. Es muss einen Weg drumherum geben oder eine Steuerung oder... Was ist das denn? Warte mal. Schön, etwas von Ihnen zu hören, Ladies. Na, Heimweh? Gerade jetzt ja, aber zuerst müssen Sie uns helfen, dieses Kraftfeld-Dingsbums zu deaktivieren. Faszinierend. Mal sehen, ob Izaufs die Konstruktion erkennt. Wo ist Sam? Zerstören! Zerstören! Sie ist gerade ein bisschen beschäftigt. Wie können wir dieses Kraftfeld-Dingsbums deaktivieren? Ich sehe mir gerade einige Darstellungen an. Wenn Sie es schaffen, einen Protonenphasenumkehrer zu konstruieren, indem Sie den Fluss modifizieren... Zerstören! 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 Kein Problem, Jerry. Alles unter Kontrolle.
Hey, Sam! Heb dir ein bisschen für Miss Paragon auf. Irgendwas sagt mir, dass das nicht gerade leicht wird. Ich wette, dass sie für die Fernsehshow heute Abend etwas Großes plant. Gehen wir. Ich gebe jetzt die Gewinner des Exzellenzpreises des Steigere Deine Leistung Camps bekannt. Sie haben ihren Platz im Scheinwerferlicht verdient. Und wenn die Leute von Mein schönster Teenie-Traum hier ankommen, sehen sie das größte Talent, das die Welt je gekannt hat. Mich. Vor 10 Jahren eröffnete ich dieses Lager mit nichts außer einem Traum. Ich wollte ungeschliffene Talente finden, sie formen, perfektionieren. Und sie dann für sich benutzen. Ignoriert diese wütenden Versager. Sie haben die Erleuchtung noch nicht erlebt, aber das werden sie. Seht nur. Oh nein, jemand muss diese Teenies retten. Holt sie euch. Okay, aber können wir uns zuerst retten? Gut gemacht, Sam. Schnapp dir diese Paragon, bevor sie noch uns schnappt. Ich hol mir die Paragon. Du knippst die Lichter aus. Verstanden? Willst du mal ein paar richtige Bewegungen sehen? Gut. Mann, da hungert ja einer wirklich ganz schön nach Aufmerksamkeit. Au! So viel zum Thema das Problem mit den Händen lösen. Oh, du bist es. Keine Sorge, bald bist du wieder ganz normal drauf. Wahrscheinlich jedenfalls. Zerstören! Ist ja gut. Geh mal ruhig ein bisschen zerstören. Das da sollte dein Talente-Sammeln etwas bremsen. Jedenfalls fürs Erste. Sie beherrschen ein paar tolle neue Tricks, aber ich bevorzuge den guten alten Stil. Ha! Du willst es auf die harte Tour? Na gut, ich habe mehr schwarze Gürtel aufgesaugt, als du Geburtstage hattest. Du hast keine Chance. Wie wär's mit Fußtritten? Hi! Wow, das ist härter, als ich dachte. Könnt ihr Mädels das nicht sehen? Wenn ihr schon liegt, werde ich noch stehen. Und wird mein Camp auch zerfallen? Merkt euch eins, ich bin der größte Star von allen. Naja, ich muss mich jetzt auf mein Fernsehdebüt vorbereiten. Wollt ihr Mädels vielleicht noch ein paar aufregende letzte Worte loswerden, bevor eure Gehirne veröden? Das sind nicht meine letzten Worte, aber sie sind trotzdem aufregend. Kehr die Polarität deiner Schwerkraftstiefel um. Kehr die, verstanden. Ja? Wow, eine Sekunde lang sah sie wirklich wie ein Star aus, und zwar wie ein sehr heller. Und jetzt ist sie eine erstklassige Versagerin. Gute Arbeit, Mädels. Ein bisschen chaotisch, aber gut. Sam und die anderen werden sich freuen, wenn sie hören, dass Izaus daran arbeitet, Miss Paragons Talentsaufstrahl umzukehren. Alles, was Izaufs braucht, sind kleine Würfel, eine Fernbedienung und Aufmerksamkeit. Wow, mein schönster Teenie-Traum. Sie sind hier. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber wir können keine Show von dieser jämmerlichen Müllkippe senden. Was ist passiert? Vielleicht müssen Sie die Show nicht von hier ausstrahlen. Aber wo können wir in so kurzer Zeit eine andere Location finden? Entschuldigung? Teensicle! Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ehrlich gesagt wollen wir zum Haus nebenan. Können wir uns etwas Eis borgen?
sagst es, vor allen Dingen die Band. Wow, Liebes, das war ja unglaublich. Danke. Und das Beste daran ist, dass das kein Wettbewerb ist. Wir haben einfach nur zusammen gespielt. Ja, Talent hat nicht immer was mit Gewinnen und Verlieren zu tun. Manchmal hat man einfach nur viel Spaß. Ich weiß, eigentlich sollten wir die Bösen ja bekämpfen, aber die Schuhe von Miss Paragon fand ich echt toll. Ich habe wochenlang das perfekte Geschenk für Clovers Geburtstag gesucht und dabei hatte ich es genau vor der Nase. Oder besser auf der Nase und im Rücken und auch in der Seite. Egal, ich wollte sie fragen, wo sie her sind, aber Jerry wäre sicher ausgeflippt, wenn ich gesagt hätte. Entschuldigung, Ma'am, und das mitten im Hai. Ja, können Sie mir sagen, wo Sie Ihre Schuhe herhaben? Wäre es falsch, sich in das Whoop-Gefängnis zu schmuggeln, nur um die Nummer zu kriegen? Oh, oh.